Hallo Retro-Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video möchte ich euch einen kurzen Überblick, einen kurzen Querschnitt über die Dinge geben, die ich die letzten Tage oder Wochen gefunden habe, sei es Retro, alte Sachen oder neue Sachen mit einem Retro-Touch. Also bleibt dran, seid gespannt, fangen wir an. Ja, den Anfang möchte ich machen mit einer kleinen Story. Wie ihr ja wisst, wie ihr aus meinen Videos wisst, wenn ihr die weiteren noch nicht kennt, dann klickt doch mal hier unten auf mein Kanallogo, abonniert meinen Kanal und seid immer auf dem Laufenden, wenn ein neues Video rauskommt. Wie ihr wisst, bin ich großer Masters of the Universe Fan. Von den Actionfiguren aus meiner Kindheit, aus den 80ern, zu Comics, zu Stickern, zu allem Merchandise, was es von den Masters of the Universe gibt. Und momentan sind ja die Origins im Kommen oder sehr gehypt, wenn es die denn mal in ausreichender Stückzahl im normalen Laden halt geben würde. Wie ich aus Facebook-Gruppen und so weiter halt gesehen und erfahren habe, hier ganz besonders hervorzuheben die Moto Bros. Grüße an euch. Gibt es immer mal wieder im Real Origins-Figuren. Ja, und ich habe ein Real hier bei mir mehr oder weniger um die Ecke und war öfters dort gewesen, auch immer wenn halt ein neuer Post kam, von wegen hier in meinem Real habe ich wieder 5 Figuren hängen gehabt, bei mir habe ich wieder 5 Figuren hängen gehabt. Ich ins Auto gestiegen, hingefahren, nie was gefunden. Und so war es auch diesmal. Also ich wieder zum Real gefahren, nachdem ich wieder gehört habe, dass der ein oder andere Real wieder Figuren hat. Und was soll ich sagen? Was ich gefunden habe, es ist, wenn überhaupt, in der Spielzeugabteilung ein leerer Haken, wo dann noch so ein Schildchen stand, von wegen Masters of the Universe Origins 1599. Aber wie gesagt, die Haken waren bisher immer leer. Bin dann so ein bisschen in dem Real noch in der Spielzeugabteilung hin und her gelaufen und habe dann etwas gefunden, wo ich, es war kein Frustkauf, aber es hat mir sehr gut gefallen, sodass ich es mitgenommen habe. Und zwar, wo fange ich an? Ist ja schon seit geraumer Zeit, wie ihr auch vielleicht wisst, ich bin ja ein großer Filmfan, auch 80er-Filme und so weiter. Und dann solltet ihr auch wissen, dass es von dem Film Top Gun von 1986 mit Tom Cruise eine Fortsetzung gibt, die nennt sich Top Gun Maverick. Sollte eigentlich schon 2020 rauskommen oder vielleicht sogar schon 2019. Ich habe da den Überblick verloren, wurde aber durch Corona, wie so vieles, immer wieder weiter nach hinten geschoben. Wir haben jetzt einen Veröffentlichungstermin, glaube ich, aktuell von September oder Oktober diesen Jahres. Bin mir nicht sicher, ob das halt dann endlich mal stattfindet. Ich würde den Film gerne mal sehen. Den Trailer fand ich mega gut. Ja, hat mir Gänsehaut verpasst. Ja. Der Top Gun, der Originalfilm, ist einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern, wie so viele. Auf jeden Fall, long story short, ich habe mir was geholt. Und zwar hat Matchbox Skybusters nennt sich diese Serie. Also verschiedene Flugzeuge und haben hier von dem neuen Film Top Gun Maverick eine Linie rausgebracht, beziehungsweise ich glaube 2 Serien mittlerweile mit 13 und 15 irgendwie Flugzeugmodellen. Ich fand das richtig klasse, auch alleine, dass ich halt hier den Maverick abgebildet habe, dass ich das Top Gun Logo, Top Gun Maverick halt habe auf der Verpackung und hinten ist es etwas unspektakulär. Ja, aber ich dachte mir hier, ich nehme das Ding mit, die hat mich 5,99 gekostet, ja. Hier unten habe ich das Mattel-Logo, wenn ihr es sehen könnt, wenn es nicht so sehr blendet. Ja, oben halt, wie gesagt, das Matchbox-Logo. Und hier handelt es sich um die F-14 Tomcat, also heißt, sprich den Kampfjet, den Tom Cruise geflogen hat in dem 86er-Film. Die hatten einige mehr da gehabt. Und zwar habe ich hier, das habe ich halt einfach mitgenommen, weil ich halt dachte, das kann nur der Nachfolger sein. Und zwar habe ich hier noch mitgenommen die F-18. Ja, das scheint halt das neue Modell zu sein, was halt in dem Film quasi geflogen wird. Wie gesagt, da ich den Film noch nicht gesehen habe, da den Film noch niemand gesehen hat, diese Artikel aber schon draußen sind, kann ich mit den neuen Flugzeugen, die es alle da gibt, relativ wenig anfangen, da ich nicht weiß, welchen Bezug die in dem Film haben werden und ob mir das überhaupt gefällt. Ja, aber ich dachte mir hier, die F-18 ist der Nachfolger von der F-14, ja, und deswegen habe ich mir den auch mitgenommen. Und so wie es aussieht,
Hier unten steht auch Boeing F-18 Tomcat Maverick. Gehe ich davon aus, dass das halt Mavericks Flieger ist. Deswegen habe ich mir das einfach mal mitgenommen. Genauso wie den dritten und den letzten Flieger. Das ist ein Propellerflieger und eine P-51 Mustang. Ja, auch wieder steht unten drunter Maverick. Also gehe ich davon aus, dass das halt sein Sonntagsflieger, sage ich mal, ist in dem Film. Ja. Ich hoffe es. Und ja, wie gesagt, hinten relativ unspektakulär, steht viel Kleingedrucktes drauf, ganz viel Corporate Laws und License, Gedöns und so weiter. Die finde ich richtig klasse. Wie gesagt, das Stück hat mich 5,99 € gekostet und die wandern so in meine Sammlung. Ja, ist ein schönes Nebenbei. Und was ich dann halt nicht im Real gefunden habe, aber dann online nach einer Online-Suche, und davon war ich begeistert und habe es mir sofort bestellt, vor allem auch zu dem Preis, ist dieses Teil hier. Und zwar ein Flugzeugträger von Matchbox von Top Gun Maverick. Ja, ich finde das richtig klasse mit dem Logo hier oben. Und das Besondere ist, es ist auch eine F-18 ist mit dabei, die ich jetzt quasi lose habe, die 5,99 € kostet. Und ich habe für dieses Teil hier, für diesen Flugzeugträger inklusive Flugzeug, online, inklusive Versand, 12,63 €, 12,99 € bezahlt. Ja. Also hat mich dieser Flugzeugträger quasi genauso viel gekostet wie ein einzelnes Flugzeug. Und das fand ich richtig klasse. Es ist richtig schön, richtig klasse Verpackung. Ja, hinten sieht man nochmal, was man alles mit dem Teil machen kann. Es hat ein Geschütz dabei, ja, es hat eine abschießbare Kanone dabei. Ich habe quasi ein Unterdeck, wo ich die Flugzeuge sammeln, reinfahren kann. Ich finde es richtig klasse. Der einzige Nachteil hier ist, ich würde das Ding sogar, glaube ich, auspacken. Ja, wie viele wissen, ich bin ja ein OVP-Sammler in vielen Sachen, in vielen Bereichen. Hier würde ich zwar eine Ausnahme machen, aber hierzu müsste ich, diese Verpackung ist hier gestanzt. Ja, ich müsste hinten die Verpackung aufklappen und da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Deswegen bleibt das Teil vorerst zumindest eingepackt. Ich habe hier oben so einen schönen Henkel zum Tragen oder Henkel oder auch einen Griff zum Wegwerfen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Bleibt das Ding so in meiner Sammlung OVP und ich gucke mal, wo ich diese Flugzeuge und den Flugzeugträger schön drapieren kann. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen und ich kann sagen, ich habe was im Real geholt. Auch wenn es keine Masters of the Universe waren. Was ich auch noch im Real geholt habe, auch wieder kurze Vorgeschichte dazu, es gab von Parker damals auch wieder zu Filmen, mit denen ich groß geworden, aufgewachsen bin, und zwar Star Wars, Krieg der Sterne, gab es ein Brettspiel, und zwar die Flucht vom Todesstern. Ja, hier ist mein Original, das ich noch habe aus der Kindheit. Ja, der Krieg der Sterne Logo, das Krieg der Sterne Logo, also wie gesagt noch kein Star Wars draufstehen, sondern wirklich, wie es früher in Deutschland war, Krieg der Sterne hieß das Ganze ja, ist es ja zum Anfang vermarktet worden. Und das finde ich halt immer so ein Zeitzeugnis halt, ja. Das Spiel ist komplett, das habe ich wie gesagt noch von früher. Und das lege ich mal hier rüber. Und dann habe ich mir im Real, zu dem gleichen Zeitpunkt, wie ich mir die 3 Flieger geholt habe, um die Ecke dann auch noch ein Spiel gefunden. Und zwar die Neuauflage von diesem Spiel. Wie man sieht, ich habe jetzt hier Star Wars draufstehen, also nicht mehr Krieg der Sterne. Ja, Flucht vom Todesstern. Das Spiel also geringfügig abgeändert, wenn man nochmal guckt. Ich habe auf dem Original Krieg der Sterne draufstehen und die Flucht vom Todesstern. Und hier in dem neuen heißt es jetzt Flucht vom Todesstern, das Spiel. Naja, die Verpackung. Und was das Besondere hier ist halt, es ist halt eine Grand Moff Tarkin Figur dabei. Ja, die gab es früher nicht auf Karte, beziehungsweise die gab es früher in den Original Vintage Figuren von 77 bis 84 oder 85 gab es den Tarkin nicht. Es gab jeden komischen Außerirdischen, aber diese wichtige Figur gab es nicht. Das haben sie jetzt halt geändert. Finde ich richtig gut. Hier oben sieht man nochmal, wenn es nicht so blendet, sieht man nochmal, also er ist auf Karte in dem Spiel mit drin, ja, also auf schöner Retro-Karte. Und ja, das Spiel ist wunderschön, hat wie ansonsten das gleiche Design, ist hier so ein bisschen auf Used gemacht, auf Vintage gemacht. Ja, also die Kanten sind sollen so ein bisschen abgenutzt aussehen.
Ich finde es schön, dass Hasbro hier das Kenner-Logo mit aufgebracht hat, wie es früher halt mal war. Ja, hinten sieht man halt Disney und Hasbro Gaming draufstehen. Konnte ich auch nicht vorbeigehen, weil das Spiel hat im Real 17 Euro gekostet, glatt 17 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du das mit? Allein schon wegen dieser Grand Moff Tarkin Figur. Ja, und weil es halt einfach eine Kindheitserinnerung ist, das Star Wars Spiel nochmal im Laden zu kaufen, finde ich richtig klasse. Damit hat es aber nicht geendet. Im Real schon, aber ich wusste, dass es von diesen Krieg der Sterne oder Star Wars Spielen noch ein Spiel zu Episode 5, Empire Strikes Back, gibt, dass es aber in Deutschland nie rausgekommen ist. Damals nicht und heute anscheinend auch nicht. Aber es gibt, Gott sei Dank, durch den Onlinehandel und so weiter, konnte ich mir das Spiel besorgen. Und hier im Prinzip das gleiche wie die Flucht vom Todesstern, nur zum zweiten Teil, also zum 5. Teil, Empire Strikes Back. Und das nennt sich, wie nennt sich Hoth Ice Planet Adventure Game. Ja, also da geht es darum, die Rebellen halt von Hoth ja, flüchten zu lassen, bevor das Imperium mal eintrifft. Und hier das Besondere auch wieder, es ist auch wieder eine Figur dabei. Wo ist sie da? Und zwar ist das hier einmal der Luke im ja, X-Wing oder im Snowspeeder Outfit. Auch wieder auf Karte. Sieht man hier hinten auch auf der Verpackung wieder ein bisschen kleiner halt, aber auch wieder auf Retro-Karte, auch wieder das Kenner-Logo drauf, auch wieder ein Used-Karton. Wie gesagt, das Spiel gab es, soweit ich weiß, nicht oder niemals in Deutschland zum Start des Films, wie halt von dem ersten Teil Flucht vom Todesstern gab. Wenn es das doch gab, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Dann wird es wahrscheinlich auch eine deutsche Verpackung geben von damals. Ich wüsste es nicht, aber wenn es so ist, wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare und ich ja, habe noch ein Objekt, was ich suche und hoffentlich dann finden werde. So, dann nochmal ganz abgekommen und zwar habe ich Umschwenk einen neuen Artikel wieder geholt und der ist jetzt gelauncht worden und zwar handelt es sich um ein Hörspiel, die 3 Fragezeichen und die silberne Spinne. Ja, ich liebe die 3 Fragezeichen, ich finde die 3 Fragezeichen klasse und dieses Hörspiel ist jetzt neu rausgekommen, das ist ja auch die Folge 24, also auch von frühe 80er Jahre. Und das Besondere hier ist halt, diese Hörspiele werden aktuell alle paar Monate eine Folge weiter aufgelegt und zwar als Picture-Vinyl. Ich habe sie hier mal ausgepackt. Ja, also diese Platte ist wunderschön. Ich habe hier das Logo, quasi das Cover-Artwork auf der Platte aufgedruckt. Die Platte ist nichts zum Anhören, das sage ich immer. Picture-Vinyls haben von Klang her einen furchtbaren Ton, auch wenn ich auf Nostalgie stehe. Die sind relativ, ja, es ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Objekt zum Anschauen, nicht zum Anhören. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen sollten, die alten Hörspiele, wie gesagt hier die Nummer 24, gibt es nicht mehr mit der Originalmusik. Die Originalmusik ist ja durch einen Rechtsstreit mit dem Musikinhaber Carsten Bohn quasi verboten worden, sage ich mal. Ja, also Europa darf diese Musikstücke nicht mehr benutzen. Hat zur Folge, dass diese Hörspiele ich mir sowieso nicht anhöre, weil ich sie nur mit der alten Musik kenne und damit auch mich identifizieren kann und die neue Musik für mich überhaupt nicht passt. Das geht bis zur Folge, ich will nicht lügen, ich meine um die Mitte 40 glaube ich. Ja, da haben sie die Musik leider ausgetauscht, das war schon Anfang 2000. Ich habe die ganzen Hörspiele weitestgehend, die Originalen auf Schallplatte, beziehungsweise auf jeden Fall habe ich sie komplett auf Kassette und die höre ich mir gerne immer noch wieder an. Die alten Hörspiele, wie gesagt, mit neuer Musik gehen für mich gar nicht. Das dazu. Dann habe ich noch einen kleinen Fund auf eBay Kleinanzeigen gemacht, wenn wir jetzt schon bei den Hörspielen sind. Und zwar hat jemand auch wieder in der Nachbarschaft Hörspiele zum Verschenken eingestellt, beziehungsweise Schallplatten im Allgemeinen zu verschenken eingestellt. Ich habe angeschrieben, habe gesagt, hier, was haben Sie denn da? Weil es war auch kein Bild wirklich drin. Und sie sagten dann halt einfach, hier, das sind einige, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich an und nehmen Sie mit, was Sie möchten. Den Rest lassen Sie einfach da. Gesagt, getan. Ich bin hingefahren und habe folgende Sachen mitgenommen. Und zwar einmal von Maritim die Schatzinsel.
Ja, ein Hörspiel von 1974. Und die Hörspiele sind alle wirklich im guten Zustand. Sowohl die Cover wie auch die Platten selbst. Ja, also einwandfrei, dafür, dass sie halt so alt sind und wahrscheinlich durch Kinderhände gegangen sind, kann man da gar nichts gegen sagen. Und sie wurden verschenkt. Also bitte. Dann eine Europa-Hörspiel-Schallplatte, und zwar Pinocchio Teil 3, Pinocchio in Gefahr. Da steht jetzt kein Datum drauf, müsste aber auch Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein. Ja, auch sehr schön. Erzähler Hans Petsch, also auch wieder der Märchenonkel schlechthin. Dann eine Platte, die ich mir mitgenommen habe, weil sie halt da war. Und ich sammle ja Hörspielplatten, vor allem alte Hörspielplatten, allein auch wegen den Covern, sag ich mal. Und zwar von dem Verlag Peggy. Ja, das ist PEG. Und zwar der Bär, der zum Fernsehen wollte. Wahrscheinlich auch eine witzige Geschichte. Die Platte sieht auch super aus. Ja, auch da konnte ich nicht Nein sagen und habe sie mir mitgenommen. Dann auch Platten im neuwertigen Zustand. Und zwar Captain Phil's Abenteuerkiste. Das beinhaltet, also das ist eine Box, das ist eine richtig schöne dicke Box. Die beinhaltet 4 Schallplatten mit 4 unterschiedlichen Geschichten. Und zwar ist es einmal 20.000 Meilen unter dem Meer, der Graf von Monte Cristo, die Schatzinsel und Alibaba und die 40 Räuber. Ja, auch hier, das müsste in den 70er Jahren, frühe 80er Jahre sein, fand ich richtig toll und habe es mir mitgenommen. Dann, das waren die Hörspiele, dann habe ich mir noch mitgenommen, und zwar eine Single-Schallplatte, und zwar von den Oliver Onions. Wer es nicht kennt, Oliver Onions ist die Gruppe, sind Italiener, die die Musik zu den Bud Spencer und Terence Hill Filmen gemacht haben. Hier ist das Lied Flying Through the Air drauf. Das ist das Lied zu dem Kultfilm Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Das kann ich mir stundenlang anhören. Eine Maxi-CD. Und dann noch mitgenommen ein Soundtrack. Ja, das deutsche Original-Soundtrack zu My Fair Lady mit Audrey Hepburn. Auch da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, auch die habe ich noch nicht. Und wandert jetzt so in meine Sammlung. Und das letzte oder die letzte Schallplatte ist wieder eine Maxi, eine 12 Zoll Maxi, also eine große von einer NDW-Gruppe. Und zwar haben wir hier das gute Lied Eisbär von der Grauzone. Ja, ein Klassiker, ein NDW-Kultklassiker in einer 12 Zoll großen, schönen Version. Auch die wandert so in meine Sammlung. So, als letztes habe ich dann auch noch etwas, und zwar habe ich von meinem Schatz noch was geschenkt bekommen, und zwar eine Briefmarken-Sonderedition von der Maus, weil die Maus ist vor kurzem 50 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Ja, und da gab es diese Sonderauflage, diese Ersttags, ja, mit Ersttagsstempel Briefmarken, einmal mit dem Elefant, einmal mit der Maus, ja, in einem schönen Umschlag. Ja, den habe ich geschenkt bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Genauso wie, das steht schon ein bisschen länger jetzt hier, hat vielleicht ein oder andere schon gesehen, dieses Kissen hier. Ja, auch das ist einmal Maus, einmal der Elefant im Hintergrund, und das ist jetzt mein treuer Begleiter oder ständiger Begleiter auf meiner Couch in meinem Retro-Room, in meiner Man Cave. So, das soll es gewesen sein von den Updates. Ein kurzer Überblick über das, was ich jetzt die letzten Tage gefunden habe. Wie gesagt, sowohl Retro-Sachen wie auch neue Sachen. Im Bezug zu Retro, wie halt zum Beispiel die Matchbox-Flieger von Top Gun. Sagt mal, was ihr davon haltet, schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Sammelt ihr wirklich ausschließlich Retro-Sachen oder könnt ihr auch an neuen Sachen nicht vorbeigehen, die vielleicht einen Retro-Touch haben? Interessiert mich, schreibt es mit unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich wie immer, wie gesagt, über ein Abo. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos liked und auf jeden Fall auch kommentiert. Kommentiert finde ich super wichtig. Ja, ich bin gerne im Austausch mit euch, ja, und höre mir gerne euer Feedback an, und wir können da gerne kommunizieren. Und ich würde sagen, ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.